Rockstars. Eine Villa. Ein waghalsiges Experiment. Die Rockstar Villa. I got a job in the valley, but today I didn't go. Die Sonne brennt hoch über der Rockstar Villa. Ausufernd war die Cocktailparty der vergangenen Nacht. Unverkennbar zeugen die Überbleibsel von einem rauschenden Fest. Die Luft drückt. Genau wie die Schädel unserer Rockstars. Selbst der aufblasbare Flamingo lässt den Kopf hängen. Oh, fuck. Was war denn das, Alter? Steffen wird als erster wach, wenn auch unfreiwillig. Im pinken Tütü, auch wenn er nicht mehr weiß, was es damit auf sich hat. Ungläubig und etwas überfordert mustert er die Lage. Gott. Was haben wir gemacht? Mein Kopf, ey. Holy shit. Was ist hier passiert? Ande stößt hinzu und beginnt mit dem, was er am besten kann. Ah, das ist eine heftige Party. Aufräumen. Was für ein Chaos. Alter, Was geht? Bisschen Kopfweh, oder? ich bin hier gerade unter dem Liegestuhl aufgewacht, ey. Jetzt können wir erstmal das ganze Chaos hier. War das geil? Also das, was ich noch weiß. Guck dir, selbst der Flamingo hängt den Rüssel runter, ey. Aber echt. Boah, ich weiß noch gar nicht so richtig, wo ich bin. Ja, erstmal klarkommen, jo. Kaffee? Boah. Na, nee, lass mal. Ich denke, das wäre keine gute Idee. Okay. Langsam, aber sicher regt sich was in der Rockstar Villa und auch die anderen Bewohner werden wach. Clementine weiß auch nicht so recht, wie sie diese Situation einordnen soll und beginnt, das Chaos zu beseitigen. Look at you. Look at that. Grown-ups. Fucking Hangover Part 4? Yeah, but we missed the fun, man. I guess we missed the whole fun. Good morning, beautiful. Michele hat nichts von all dem mitbekommen und ist sichtlich erstaunt darüber, was hier wohl vor sich ging. Guten Morgen. Hello, sunshine. Nein. Frag besser nicht. Ich bin etwas krank. Na? What's wrong with us? Genau, das wollten wir auch gerne mal wissen. Um eurem Gedächtnis etwas auf die Sprünge zu helfen, Steffen verkündete stolz um 2:37 Uhr, dass er auf dem Flamingo nach Mordor reiten will. Vorbei an den Minen Morias, um Pippin und seinen Vetter Merry aus der Gefangenschaft der Uruk-hai zu befreien. Doch beim Versuch, sich auf das edle Schlachtross zu schwingen,
zerbarst das Sektglas und die Kehle des Flamingos war futsch. Hannes schnappte sich schnell das Messias-Kostüm und hielt eine ergreifende Abschiedsrede, auf dass der Flamingo in Frieden ruhen möge. Wenn man sich euch so anschaut, weiß man auch nicht, ob ihr eher tot oder lebendig seid. Fuck you. Don't be so loud. Müsst ihr alle so viel reden? Why are you dressed up like Jesus? He was just Joe. Let's not talk about it. Do you remember anything at all? I just have like Most of the evening. fragments. Most of the evening, but how did we get here? Plötzlich entdeckt Jim etwas im Wasser. Leute, guck mal, was da schwimmt. Ach komm. Aber jetzt sag mir bitte, dass das ein alter ist, oder ist es ein noch Der verschlossener? ist verschlossen. Ach komm, ey. Was soll denn der Scheiß? Können wir ihn einfach zulassen? Weiß nicht. Keine Ahnung, das Letztes Mal hat doch schon nicht. Letztes Mal haben wir jetzt so auf die Fresse gekickt, wir müssen es aufnehmen. Ja, lieber nicht. Ich mach ihn auf, okay? Ja. Ich hab keinen Bock, schon wieder mit der Trillerpfeife aus dem Bett geholt zu werden. Und die letzte Challenge lautet: Verhunz mein Song. Was soll das denn heißen? Als wir heute Morgen die Challenge angekündigt gekriegt haben, war ich ja gerade 2 Minuten wach. Da kann ich mir jetzt gar keine Gedanken drüber machen, sorry. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Das sieht ja ein bisschen wild aus und was ist das bitte? Das will ich auch gar nicht wissen. Prima Ballerina oder was? Uhihi. Ah, ich sehe schon, ihr habt den Umschlag gefunden. Ja, das haben wir, aber was zur Hölle soll Verhunz mein Song bitte sein? Das große Finale. Ein noch nie dagewesener, epochaler Moment für euch. Ihr dürft euch einen Song der jeweils gegnerischen Band aussuchen und diesen so richtig extrem krass verhunzen. Ja, also seid kreativ. Ich will was hören später. Bis heute Abend. Die Spielmacherin verkündet das große Finale der Rockstar Villa. Verhunz meinen Song. Eine Dusche und dann können wir vielleicht über das Ding hier sprechen, aber davor mache ich erstmal gar nichts. Das klingt nach einem Plan. Und einen Kaffee. Ich brauche einen Kaffee. Ganz dringend brauche ich einen Kaffee. Ich brauche ein Leben. Puh, die erste Reaktion, als die Spielmacherin am frühen Morgen Verhunz mein Song angekündigt hat, war erstmal, ich kann dir überhaupt gar nicht folgen, weil wir waren noch dermaßen wasted von unserer Party davor. Und dann kam der Umschlag aus dem Pool und die Spielmacherin und das war alles so, boah ey, das ist mir viel zu viel. Aber als ich dann ins Zimmer bin und geduscht habe, dachte ich so, hey Mann, die letzte Challenge, dann ist es vorbei. Das fand ich dann trotz meiner allgemein bedenklichen Verfassung dann doch recht bewegend. I had the feeling time flew so fast, and when she said this is the grande finale, it's like, what, already? It's already over. Like that it hit me there, like really, like suddenly she would present that challenge like with that adjective, with that introduction, and I felt, I was like, a challenge, the last challenge, it's over, it's over. It's like completely schizophrenic, because it was very challenging the whole week. You know, it was exhausting in a way, but we had such a great time that I still didn't want this to be over like that. Ja, der letzte Challenge war eigentlich der beste Challenge für mich, meiner Meinung nach. Wir haben uns einen Song von Kiss and Dynamite ausgesucht. Es war eigentlich ganz easy, Raise Your Glass, weil es geht um Leben und Celebration und
Memories, die man zusammen macht. Und das haben wir diese Woche gemacht, hier in der Villa. Nach einem Kaffee und einer gepflegten Dusche steht bei Visions of Eden schnell der Song fest. Something more recent? Yeah. Maybe like Raise Your Glass? It's one of the latest singles. Yeah. Right? And it's got a summer vibe. Yeah. Raise Your Glass. Da, 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 da. I think that would be cool. Yeah. Because we could also maybe have drinks and cheers. I mean, yeah, it's I'm always up it for works. drinks. Let's see what the others would think, like, because I think it's cool, pretty cool. Yeah. Yeah, and it's still fresh. Yeah. Yeah. Hey, Marina! Oh, I think she's coming with instruments. Oh, cool! Yeah. It's gonna be fantastic. Wir haben Drums. Wir haben gerade überlegt, welchen Song wir machen und finden Raise Your Glass am besten. Ja, finde ich auch. Vielleicht, weil das auch so mit Glas und irgendwie Sommervibe und so. Perfekt. Auch ein guter Song, aber gute Songs sind die alle, ne? Ja. Was hast du dir überlegt? Schlagzeug. Marinas Entscheidung ist schnell gefallen. Sie will die Drummerin der Band sein. Girls, Yeah. I had a fantastic idea. Oh yeah? Which song, welche Lieder were you thinking about? Raise Your Glass. Raise Your Glass. Raise Your Yeah. Glass. Okay, this is perfect. Come with me. Okay. So the moment in which I heard the title, which means destroy the song, destroy my song, I immediately understood that this could have never been a real performance in which we try to do something artistically proper and well done. Okay, so you have to be creative. What do you have okay? here? This is Verhunz mein Song. Yes. This is not like play my song. This is destroy You're right. my Yeah, song. you're right. So, do you hear the notes beside the glass? It's super shitty, okay? And one note is missing, so we use the ground, okay? Woo. We were together, like the team was all together with the idea of doing something terrible in an entertaining way. And I think we completely achieved the idea that we had in mind. And the glass. Exactly. You got it? You hear it? Yeah, Do you hear it? Amazingly terrible. It's terrible! This is the point. This is the point. It has to be terrible. Ob man die Melodie wirklich erkennen kann, darüber lässt sich streiten. Und wie sieht's aus bei den Jungs? Die Spielmacherin sagte Verhunz mein Song, nicht Cover mein Song. Ja, aber weißt du, also mir ist eins ganz wichtig. Ich will hier nicht irgendwie nur Pappnase. Ich will einmal nicht clownmäßig die Gitarre verstimmen oder was auch immer wir vorhaben, sondern ich will schon der Musik und der Kunst auch gerecht werden. Das ist für mich persönlich. Bis jetzt sehe ich mal gar keine Gitarre. Da geht's mal los. Ja. Du siehst gar keine Gitarre. Naja, ich weiß nicht, Ja, wie man das überhaupt machen soll. Was ich witzig fände, also ich gebe dir 100% recht, irgendwie ist es einfach witzlos, wenn man und der Witz so schnell erzählt. Ja. Ich glaube, wenn man sich die Mucke von denen so anhört, Ich würde mich nicht so sehr als Anführer der Combo bezeichnen, aber manchmal ist es ja so, dass man in der Band dann mal so einen Anstoß braucht und so einen Impuls braucht. opulent, groß, Maximalismus und wenn ich so drüber nachdenke, finde ich eigentlich die reizvollste Geschichte, wenn wir genau das Gegenteil machen. Ja. Also so Prinzip irgendwie, weiß nicht, jetzt als Beispiel Somewhere Over the Rainbow, nur mit einer kleinen Mandoline oder sowas. Den Song von den Covern. Und aber schon auch, es muss auch ein witziges Element geben, finde ich. Irgendwas Überraschendes. Also es darf nicht einfach nur eine interessante Coverversion sein, sondern es heißt ja Verhunz, mein Song. Ja. Es muss schon auch irgendeinen Lacher geben. Ja. Dann wird es richtig geil. Ja. Und recht sehr viel darüber, was wir machen, aber wir wissen noch nicht mal, welchen Song wir nehmen. Was ist denn bei denen irgendwie? Ich weiß nicht, wir müssen ja eigentlich auch 2 Songs machen. Ja. Wir könnten ein Medley machen, Alter. Was ist denn das erfolgreichste von Das ist somit das erfolgreichste. Mach mal. Also, wir haben uns erstmal gefragt, Verhunz mein Song, was heißt das denn jetzt? Da kann man natürlich hergehen und kann einfach Gitarren verstimmen, falsch singen oder irgendwelche falschen Texte
machen. Das wollten wir aber nicht. Wir wollten die Kunst der jeweils anderen Bands in unserem Fall trotzdem Kunst sein lassen und nicht verschandeln, also in dem Sinne. Und trotzdem natürlich auf eine unterhaltsame Art und Weise an die ganze Sache rangehen. Und deswegen hatten wir uns überlegt, erstmal ein Medley zu machen aus beiden Songs. Mittlerweile sind bei Visions of Eden schon weitere Instrumente im Spiel. Auf jeden Fall. Perfekt. Yeah. So when we understood, okay, it's like Destroy My Song, we thought, okay, it's not just about rearranging it in a different way. We didn't think like, okay, let's just play slowly or just let it play completely out of tune or out of tempo. No, we thought, okay, let's just try to play it with non-instruments, almost. Because we didn't have many with us, and also because the instruments I can play, like piano, there was not a piano around or something, so like we had to do with the options we had and also create other options. Ja, ich habe mich heute jede Sekunde, die ich finden konnte, zurückgezogen und Videos von Hannes Braun studiert, damit ich jede einzelne Bewegung, jede einzelne Mimik rüberbringen konnte bei unserer großen Performance. Ja. So, if some of you can play the verse and do like, and you sing. With the harmonies, oder? She can with the drums. Yes. You could do this, and you like, and when the chorus jumps in. Yeah, it's the absolute anticlimax. It destroys Perfect! the Anticlimax. It destroys the dynamic of the song. Absolutely. So that's the challenge. That's the challenge, Okay, right? yes. And rhythm. Es ging schon in erster Linie darum, den Song zu verhunzen, also ihn nicht einfach nur zu covern, nicht einfach nur eine neue Version eines Kiss and Dynamite Songs darzubieten, sondern wirklich, also man sollte den Song schon noch erkennen, aber es sollte schon auch mehr schlecht als recht sein. Und das ist uns musikalisch, glaube ich, auch gelungen. And Jimmy played the sex string that I won't forget. Okay. Okay, there goes the hard, easy way to sing it back. Should I play it slightly off tempo as well? No. Please. It would be nice if you can make it to play it at least because it's gonna be difficult already. Okay. It's gonna be hard enough. It's gonna be hard enough. So is it just a simple? Yeah. I think it's too fast. Yeah. Okay. But it's awesome. Yeah, they're terribly awesome. Okay, zugegeben, das klingt schon ziemlich scheiße. Naja, ich denke, man kann diese Aufgabe nicht richtig oder falsch erledigen. Also verhunz mal einen Song. Klar, man könnte es auch auf die schlechteste Art und Weise darbieten, aber das will ja auch keiner hören. Ja, kann ja sein, da liegen nur 3 Gitarren und dann musst du mit 3 Gitarren kreativ werden. Und auf der anderen Seite die Frage, okay, wie bringen wir dann den Song auf die Kette? Also war unsere Strategie eigentlich erstmal, was haben wir für Mittel und was können wir aus diesen Mitteln im Endeffekt rausziehen, dass es eine geile Performance wird. Und dann haben wir halt abstruse Instrumente gefunden. Ich habe in meinem Leben noch nie eine Melodika in der Hand gehabt. Das ist so ein witziges Instrument, da bläst du oben rein, kannst überhaupt nicht sehen, was du da spielst. Die Jungs von Kiss and Dynamite verschwinden im Instrumentenlager und prüfen, welches Instrument zu ihrer Performance passen könnte. Was ist denn das für ein Ding? Keine Ahnung, sieht aus wie so eine Tröte, warte mal. Das ist, glaube ich, ein Kazoo. Komisch, das spielt nicht von alleine. Guck mal, wenn ich drücke, passiert nichts. Erst wenn ich blase. Blasen, abblasen. Finde ich auch gut. Also Ich habe hier auch was gefunden. Hinter verschlossener Tür wühlen sich Kiss and Dynamite durch das Sammelsurium allerlei komischer Instrumente und werden fündig. Wir nehmen auf jeden Fall die Kazoo und die Gitarre. Das brauche ich jetzt Und nicht das- unbedingt da. Aber du kannst hier so ein bisschen Rhythmus machen, ne?
Okay, das ist witzig. Und dann hier auch so. Das check ich nicht. Okay. Ah. Ist vielleicht auch nicht ganz scheiße. Lass das auch mal mitnehmen. Also quasi, ja, okay. Lass uns das alles mitnehmen. Ja, wir können ja erstmal gucken. Ja. Toll. Doch das nötige Arrangement der Interpretation von Kissin' Dynamite fehlt noch. Also ich schlage mal vor, dass irgendjemand, der Gitarre spielen kann, diese Ukulele bedient. Und ich kann nicht. Ich kann keine Ukulele spielen, bin zu dumm dafür. Magst du dann die Gitarre haben? Ich hätte sonst auch gern Kazoo gespielt, aber... Ja, einmal kurz üben. War nicht ganz richtig, aber nett war. Ja. Okay. Hätten wir schon mal ein Intro? Einmal kurz abchecken für das Intro. Weil da kommt ja jetzt die Band mit rein, oder? Also die Kazoo, ich liebe die Kazoo. Hannes hat sie sich natürlich gleich geschnappt. So, ich wäre sonst auch gern Kazoo-Spieler gewesen. Schlussendlich, dass ich Gitarre spielen durfte, war natürlich geil. Ich war in meiner Comfortzone. Ich glaube, die Verhunzung lag bei uns darin, dass wir erstmal unsere Kernkompetenzen innerhalb der Band getauscht haben. Hannes, der normalerweise singt, hat Keyboard gespielt oder so, nicht mal ein Keyboard, das war irgend so eine Blasdröte und dann auch so ein Kazoo-Solo hingelegt mit so einer Pfeife. Steffen, der eigentlich unser Bassist ist, war in diesem Fall der Rhythmusmann. Ich persönlich habe die Rolle des Frontmanns übernommen, was ich super interessant fand. Und gut, Jim hat Gitarre gemacht, aber man braucht ja auch so ein bisschen einen musikalischen Rahmen. Der besprochen sein will. Kissin' Dynamite tüftelt an den Sounds für ihre Performance. Klingt irgendwie wie ein Shred. Währenddessen proben Visions of Eden bereits für ihre Performance. Here's to every single moment. Here's to every single moment. Here's to every single moment. Raise your Na, die Vocals sitzen ja schon mal perfekt. Visions of Eden beginnt sich bereits Show-Elementen zu widmen und diskutiert über mögliche Gimmicks für ihre Performance. Cool. Because we knew, okay, we're covering a Kissin' Dynamite. We need to get some of the Kissin' Dynamite gimmicks in there. So the rock and roll, the beer. So Meek and Anna had the idea of like playing beer as an instrument, which was amazingly terrible. It was not music, but it was entertainment. And this proves once again that to be a good performer, you don't have to be a great musician, but you need to do something that is entertaining. So if people will like what we did, then it means that this mechanism truly works. If not, at least we had fun. Du fängst an mit diesem Reggae-Pattern, okay? Ich mache die Hauptmelodie von Melancholy Angel auf der Melodika. Dann halten wir einen Takt aus. Und dann geht's los mit der Strophe, okay? So, im Pre-Chorus legen wir Fläche. Auch bei Kissin' Dynamite werden die finalen Abläufe ihrer Performance geklärt. Und wir wollten auch dahingehend so ein bisschen überraschen und deswegen haben wir beschlossen als Gruppe, ey Ande, du musst singen. Jetzt spiele ich mal ein Instrument und du singst. Okay. Verhunz mein Song, das ist ja so eine sehr, sehr dehnbare Geschichte, ne? Also was ist Verhunzen? Definitiv nichts Schönes machen, da sind wir uns alle einig. Aber du kannst jetzt natürlich irgendwie
extra kacke singen oder du kannst den Text ändern, dass es irgendein Quark wird oder sowas. Aber ist das dann geil und ist es dann noch irgendwie, weiß nicht, ich bin immer der Meinung, es muss, Klamauk sollte möglichst intelligent sein, weil dann ist Komik halt erst richtig lustig. Den ganzen Tag haben unsere Bands fleißig geprobt. Und dann ist Showtime. Herzlich willkommen zum großen Finale von der Rockstar Villa. Heute mit dem finalen Programm Verhunz meinen Song. Wir sehen hier schon ein Bierfass. Was es damit auf sich hat, seid gespannt und freut euch auf die Eigeninterpretation von Visions of Eden mit einem Song von Kissin' Dynamite. Let's go! Ich habe erst gar nicht gecheckt, dass es Marina ist. Ich dachte so, wo kommt Sebes jetzt her? Also das war eine phänomenale, epische Performance von Visions of Eden. Auf den Punkt gebracht, dieses musikalische mit Witz, auch die Performance. Also ich muss ehrlich sagen, das hätte ich nicht besser hinbekommen und habe ich auch eigentlich nicht erwartet, dass das wirklich so gut wird. Was machst du hier? Hannes beim Interview, was soll die blöde Frage? Ich bin alles. 2, 1, 2, 3, 4. Anna als Hannes, mega, mega. Clemmy sah fantastisch aus. Meek mit den offenen Haaren, on point. Remember how it started? We pimped our rusty cars, walking away at midnight to burn the world was ours. We sat around the campfire, smoking at cigarettes, and Jimmy played a six-string man I won't forget. Raise your glass to the memories that we share. Resonating in each Das ist ja fast schon im Ultraschallbereich. sings along. Raise it high to the roller coaster ride. Our journey carries on, and the best is yet to come. Here's to every single moment. Raise your glass. 1, 2, 3, 4. Visions of Eden musste ich sehr lachen. Wir alle mussten sehr lachen. Also da allein unserer Reaktion zufolge muss man einfach sagen, Chapeau, gut gemacht, Visions of Eden, das habt ihr wirklich geil genailt. Driving to every gin mill to bring back rock and roll. Was sie wirklich geil gemacht haben, war dieses performerische Element. Also die waren mega angezogen, on point. Believe in where we have come. Ich habe da einen kleinen Kritikpunkt tatsächlich. Mir war das zu wenig Musik am Ende des Tages. Das war halt Geklapper und Geklopfe und Anna, die im Ultraschallbereich singt. And the crowd still sings along. Lupft das Glas to the roller coaster ride. Our journey carries on, and the best is yet to come. Here's to every single moment. To every single moment. Here's to every single moment. Raise your Mit einer wirklich phänomenal verkackten Performance legen Visions of Eden stark vor. Das war eine Ehre, dass wir Standing Ovations bekommen von den Boys. Das war unerwartet. Mega, mega, Leute. Und die Gruppe lässt sich zu Recht feiern für diesen Auftritt. Der Ziel war einfach, ne?
verkacken, den Song, aber das haben wir, glaube ich, einigermaßen geschafft. So, was sagt ihr von dieser Interpretation von Raise Your Glass? Absolut mega. Fuck yes. Die haben Sehr sich so schön. richtig unsere Posen auch angeguckt. Ne? Ja, übel. Richtig gut. Ich fand auch Sebes, also Marina sah zum Sebes aus, so ähnlich. Das Also war ich glaube echt, richtig die haben sich eins zu Bilder von uns angeguckt. Das, Ja. das war ohne Witz. Was mich besonders auch beeindruckt hatte, war diese, unsere Signature Genau. Pose mit Ja, dem Ja, Pose, ja. Alter, Ja. mega. Und aber auch dich immer hier Ja. mit Winken und Klatschen. Original, und, original. Und feiern lassen, alles Ja, super, richtig total. gut. Ja. Clemmy sah auch mega aus. Hammer. Das war eine Inklusive, wenn ich das richtig gehört habe, einer schwäbischen Texteinlage, also Chapeau! Ja, Karte. Sehr schön. Während ihr euch dann schon mal fertig macht für euren großen letzten Auftritt der Rockstar Villa, darf die andere Band Platz nehmen auf der Couch und sich freuen auf eine spektakuläre, abschließende Show. Well, they were laughing, they were smiling, they even like clapped and made the standing ovations. So I believe they did, or they are extremely good at lying. And since this is not the first time that we touch this topic, now I don't know. Und dann ist Showtime für Kissin' Dynamite. The moment in which I saw the four guys coming in dressed up as pirates, I was like, this is real fun. This is really well done. Very piratish hats. Very Pirate of the Caribbean from Amazon. I'm waiting for life full of torment within. An evil intention lies under my skin and leads me astray. In empty romance I'm losing myself. Illusional chance I'm embracing silence in all shades of grey. Hopeless I'm drowning, helpless I'm trying, desperate to find the reason I can't believe. Run, carried by the strokes of eagle wind. Run, brave and reckless through the winter wind. Run, traitor on the raging storm. Run away from dusk till dawn. Ich hatte mir schon gedacht, dass die vielleicht ein Medley machen, weil also wir sind ja zwei Bands und eine Band auszusuchen wäre irgendwie schade gewesen. Und das war mega schlau, dass die Melancholy Angel und Run kombiniert haben. Das war krass. Praise and silence and all of the grey. Hopeless I'm drowned, helpless I'm trying, desperate to find the reason I can't believe. 1, 2, 3, motherfucker! Run! And they had he really reminded of Johnny Depp in Pirates of the Caribbean with his overall style. Stefan and Jim, everyone was really accurate in this carnivalish way of dressing up as a pirate. And I was so amazed to see how much that worked super well together. In sun, run away from dusk till dawn. Carried by the stroke of eagle wings. Brave and reckless through the winter winds. Straight ahead into the raging storm. Run away from dusk till dawn. Auch Kissin' Dynamite
erntet großen Applaus von Visions of Eden. Wenngleich ein wenig Kritik nicht ausbleibt. Die haben aber meiner Meinung nach zu gut gemacht. Also die sind einfach gut und die sind mega und die sahen einfach perfekt aus, also wie Piraten. Und es klang auch perfekt. Es war viel zu gut. Wir haben das mehr auf den Punkt gebracht. Die Entscheidung, wer das Finale der Rockstar Villa gewonnen hat, werden wir hier nicht treffen, sondern ihr zu Hause. Das war sie also, die Rockstar Villa 2024. Was für ein atemberaubendes Fest. Freut euch auf mehr. Ein großartiges Experiment findet sein Ende. Unsere Protagonisten Marina, Clementine, Michele, Anna, Hannes, Ande, Jim und Steffen fallen sich in die Arme und feiern eine Woche voller Emotion, Höhen und Tiefen, Challenges und eine Freundschaft, die gewachsen ist. Die Rockstar Villa zeigte uns 8 Profimusiker von einer gänzlich anderen Seite. Und wie habt ihr diese Zeit erlebt? Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen traurig. Nee, nicht ein bisschen, ich bin traurig. Es war eine tierische Woche, unfassbare Erlebnisse, Emotionen an allen Ecken und Enden. Also ich bin echt traurig, dass es wieder nach Hause geht. Ich könnte jetzt genau mit diesem Cast, genau mit der Truppe irgendwie, glaube ich, noch weitere 4 Wochen verbringen. Egal, oder die ganze Zeit. I think I have a very it's a very personal experience that I keep as a highlight was the dancing day, because I've always wanted to reconnect with dancing. I used to dance when I was younger, and to perform dancing, I realized how much I missed it. So that was a personal highlight for me. Ich muss sagen, es war eine geile Woche. Es waren super tolle Leute. Man ist sich auf verschiedenen Ebenen näher gekommen. Und wenn es an mir gehen würde, ich könnte noch eine Woche hier bleiben. It was a fantastic experience. Like, if they would ask me to do it again tomorrow, I would like sign and start another Rockstar Villa tomorrow, because it was beyond my expectations. Ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Aber jetzt ohne Quad. Das ist nichts für mich. Die Harmonie in der Gruppe war so fantastisch. Ey, lasst Holiday machen. Auch wenn ich am Anfang skeptisch und vielleicht auch ein bisschen negativ eingestellt war auf die ganze Sache, musste ich oder darf ich sagen, dass es wirklich viele, viele Momente gab, die richtig schön waren, die wirklich besonders waren. Und das war dieses eigentliche große Erlebnis der Rockstar Villa, was bei mir hängen bleibt. Dieses Gruppenerlebnis, zusammen Dinge zu bewältigen und dieses Hochgefühl, wenn es geschafft ist.